Hallo und ein fröhliches Willkommen aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Guck mal, was hier vorbeigeschwoben gekommen ist. Oder besser gesagt, eingeschlagen ist. Tja, an sich hätte ich jetzt gesagt Probe Droid. So hat er eigentlich auch schon auf vielen Playsets geheißen. Aber hier steht drauf Probe Made Hyperspace Pod with Imperial Droid. Okay, man gebe dem Kind einen Namen und lass es laufen. Diesen Probe Droid, wie ich ihn gerne und jetzt wahrscheinlich auch erstmal nennen werde, den haben wir natürlich schon öfter bekommen, in verschiedenen Versionen. Ich werde sie jetzt einmal kurz einblenden. Aber korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Den Pod, den haben wir so noch nicht bekommen. Zumindest nicht für die 3,75 Zoll Linie. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, falls ich mich irren sollte. Ja, und wie das so meine Art ist, würden wir ganz gerne mal in die Box reingucken. Glücklicherweise sehen wir hier natürlich durch den Blister, den wir hier vorne drin haben, sehr schön, was in der Box drin ist. Aber das soll uns ja natürlich nicht daran hindern, die mal aufzumachen. Ne? Vielleicht wollen wir ja uns den Pod auch nochmal näher anschauen. Das Ganze kommt diesmal nicht von Hasbro, sondern aus dem Disney Shop. Die haben nämlich 2025 das ganze Teil hier rausgebracht. Und dementsprechend steht hier nirgendwo Hasbro drauf, aber in diesem Fall eben Droid Factory. Jo, dann schauen wir doch mal rein. Quantum Storm Star Wars Collection. Schauen wir uns erstmal die Box an. Die Box ist natürlich insofern ganz schön, dass sie diesen großen Blister hat, dass man da reingucken kann. Ansonsten ist die Box aber recht schmucklos. Klar, hier vorne steht drauf, was es sein soll. Hinten kann man jetzt hier nochmal sehen, dass man irgendwie den Probe Droid auch in diesen Pod reinstecken kann. Okay. Und dann kommen hier natürlich die normalen Warnhinweise, wie wir sie alle kennen. Witzig ist natürlich, dass irgendwie hier 3 Plus drauf steht. Wir entsinnen uns, auf den Hasbro-Sachen steht 4 Plus drauf. Das heißt also, mit den Sachen dürfen die Kinder schon mal ein Jahr früher spielen. Ich weiß zwar nicht, ob es daran liegt, dass man sich hier dran nicht verschlucken kann, weil da solche Teile gar nicht erst dran sind. Aber irgendwie sagt Disney, nee, das können wir schon mit 3 Jahren verantworten, dass Kinder die in die Hände bekommen. Wir haben hier hinten nochmal einen Satz drauf, den blende ich nachher bei den Details noch einmal genauer ein. Lese ich jetzt mal nicht vor, kann sich jeder gerne selber durchlesen. Aber das war es denn letztendlich auch schon zur Box. Dann kommen wir einfach doch mal zum Unboxing. Das heißt, hier können wir einfach mal schauen. Oh, eine Sache habe ich natürlich fast vergessen. Wir messen nochmal. Schauen wir, die Box ist ja 14,15 cm breit, in der Tiefe 10 cm tief und in der Höhe liegen wir bei 22 cm. Um das Ganze aufzubekommen, schon mal den Cutter der Wahl bereitgestellt. Hier oben ist wieder ein Klebestreifen, ein runder. Gucken wir, kriegen wir den so runter. Könnte fast was werden. Ich spiele auch nochmal einen Trommelwirbel ein. Aha! Und schon haben wir das Ganze aufgemacht, ohne es aufzuschneiden. Kommt der halt wieder weg. Und nun, tada, auch hier wieder etwas zum Durchlesen. So.
schöne Zeichnung drin. Und hier haben wir dann den Droiden. So, fehlt noch ein Bein. Können wir das alles wieder zusammenpacken. Und den eigentlichen Pod. Oha, wo ist der festgemacht worden? Gut, dass ich das vorher reingepackt habe. Ah ja. Und bist du nicht willig? Das muss ich nachher rausschneiden, sonst fliegt jemandem das Ohr ab. Okay, aber was ich sehe in der Box, ich halte das nochmal hier vorne hin, kann man auch schön sehen, da hinten ist noch einmal die Szene abgebildet oder der Einschlagsmoment abgebildet, wie das Ganze hier im Film auch zu sehen war. So, Ordnung ist geschafft. Kommt nur noch hier der Droide ins Spiel. Da müssen wir natürlich ihm einmal hier das Bein ansetzen. Das können wir natürlich nochmal machen. Das geht ganz einfach. Und ja, dieser Arm, Bein, je nachdem wie man das betrachten will, ist wahrscheinlich mehr ein Arm. Das kann sich bewegen und hoppla, jetzt habe ich das hier natürlich abgefummelt. Das war so nicht geplant. Kommt da natürlich auch wieder hinein. Das heißt, mit anderen Worten, jo, wenn wir schon dabei sind, das alles abzufummeln, jo, ich kriege die Beine alle einzeln raus. Das heißt, da ist Abfallpotenzial gegeben. Man kann die Beine aber sehr schön positionieren. So, das Ganze muss natürlich hier wieder gerade gestellt werden, weil wir wollen ja sehen, ob wir den Droiden gleich auch in den Pod hineinbekommen. Schade, an den kann man leider nicht ziehen, ne, weil im Film haben wir gesehen, dass die ein- und ausgefahren werden können. Dafür können wir den Kopf drehen, das ist ja auch schon mal ganz schön. Und wir haben diesen Droiden hier auf so einem Plexiglasständer. Ja, jetzt müssen wir nur noch den Pod aufkriegen und ich habe natürlich schon gelesen, wie das Ganze funktioniert. Man drückt hier einfach drauf. Aber Vorsicht, wenn man da einfach drauf drückt, werden alle Paneele geöffnet. Das heißt, das Ganze bleibt nicht an einem Panel hängen. Drücke ich nur so drauf, die Paneele gehen auseinander, dann rauscht mir das Ganze nach unten. Das ist vielleicht keine gute Idee. Das heißt, man kann hier so drauf drücken und dann hat man das Ganze hier in der Hand. Wenn man das geschafft hat, zerstörungsfrei den Pod zu öffnen, dann kann man diesen Droiden hier hineinsetzen. Der wird dann eingeklinkt. So, und jetzt ist es so eine Sache für Herrn und Frau Oktopus. Man braucht gefühlt ein paar mehr Hände, aber ganz so stimmt es nicht. Ich muss nämlich diesen Knopf erstmal wieder drücken. Dann kann ich ein Panel einsetzen. Kommt das nächste Panel, könnte man natürlich glauben, so ich kann das hier einmal reindrücken. Eher nicht. Ich muss hier also nochmal drauf drücken. Und dann, ja, jetzt geht es nämlich los mit Herr und Frau und Oktopus. Ich muss hier nochmal drauf drücken und immer zusehen, dass alle die schon drin sind, nicht wieder rausfliegen. Aber grundsätzlich funktioniert das. Frage, die sich hier stellt, ist, ein Dreijähriger kriegt das auch hin? Möglicherweise. Gut, aber da hätten wir dann hier den Pod. Der Pod selber hat leider
keinen Plastikstand mehr, aber grundsätzlich kann man den jetzt so ausstellen. Man könnte den jetzt auch ausstellen, indem man hier einmal drauf drückt, eines von diesen Paneelen aufmacht und dann kann man das Ganze auch so ausstellen. Das würde also auch nochmal funktionieren. Kann man sich also aussuchen, was man machen möchte. Man kann das natürlich auch einmal komplett aufmachen, den Droiden nur in die Mitte stellen. Das bleibt dann wahrscheinlich jedem selbst überlassen. Bei mir wird es höchstwahrscheinlich so sein, dass ich den Pod geschlossen darstelle. Warum ist das so? Kein Platz mehr. Ich muss gucken, dass ich den irgendwo hier zwischenschiebe und dass der noch einigermaßen nett zu displayen ist. Okay, und das wäre es eigentlich auch schon, was wir hier mit diesem Gerät bekommen. Okay, ich zeige euch jetzt ein paar Detailbilder. Daneben sind natürlich auch ein paar Real-World-Bilder. Dann können wir uns angucken, wie gut das Gerät getroffen wurde, beziehungsweise können wir das im Film überhaupt sehen? Wir schauen mal. Kommen wir kurz zum Fazit. Was halte ich von dem Gesellen? Nun, ich habe dafür 33,90 € ausgegeben. Und wenn man sich überlegt, dass bei Hasbro normale Figuren für 19,99 € über den Ladentisch gehen, beziehungsweise wenn ich jetzt so eine Deluxe Edition habe, manchmal auch für über 30 €, dann kann man hier eigentlich sagen, dass man da nichts verkehrt gemacht hat. Klar, der Detailgrad, der ist im Inneren jetzt nicht ganz so doll ausgearbeitet. Das hat man vielleicht an den Details gesehen. Aber wenn man mal schaut, dass einige von den Hasbro Playsets, die in letzter Zeit rausgekommen sind, auch nicht mehr so der hohe Detailgrad an den Tag gelegt wird, dann kann man eigentlich sagen, dass dieses Ding hier für den Preis völlig okay ist. Auch der Droide, der hier drin ist, haben wir auch in den Detailvideos gesehen, der ist okay. Kann man also überhaupt nichts zu sagen. Von den Größenverhältnissen kann man jetzt mal schauen, ist das überhaupt richtig, was hier passiert. Wenn ich da eine 3,75 Zoll Figur nebenbei stelle, dann kann man schon sehen, dass diese beiden ja mehr oder weniger gleich groß sind. Kann man jetzt halten, was man möchte. Aber grundsätzlich würde man sagen, wenn ich jetzt den Droiden
etwas größer gemacht hätte, ja, dann wäre natürlich auch das Ganze drumherum größer geworden. Dementsprechend vielleicht ein bisschen unhandlicher und dementsprechend auch ein bisschen teurer. Also da muss man einfach schauen, kann man damit leben, dass der Droide da wahrscheinlich zu einer Figur etwas kleiner ausgefallen ist oder nicht. Das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Ich persönlich finde das Ding an sich sehr gut und es ist auch mein erstes Teil aus dem Disney Store, ne? Also nicht mehr von Hasbro. Ja, was haltet ihr von dem Droiden inklusive seines Pods? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Denn damit sind wir auch schon wieder am Ende der Vorstellung angekommen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr den Kanal, falls das nicht schon passiert ist, den gleich mal abonniert. Gebt dem Video einen Daumen hoch und wie gesagt, habt ihr Anregungen, Fragen, schreibt es mir in die Kommentarsektion. Ja, und mit den Worten kann ich eigentlich nur mit sammlerfreundlichen Grüßen euch einmal verabschieden aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Bis denn und tschüss.